Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Wir sind ja noch in der Weihnachtswoche und heute gibt es das dritte von 4 Weihnachtsrezepten. Und zwar dachte ich, machen wir heute mal leckere Kulleraugen. Eins meiner absoluten Lieblingsrezepte, was auf keinen Fall in der Adventszeit fehlen darf. Man nennt sie woanders auch Husarenkrapfen oder Engelsaugen. Leckere, super schöne Plätzchen mit Marmelade gefüllt oder anderen Leckereien. Ihr könnt die eigentlich füllen mit, was ihr wollt. Wie ich die heute mache, das zeige ich euch jetzt. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigen wir folgende Zutaten: 220 Gramm Mehl, ich habe hier ganz normales 405er Weizenmehl genommen, 140 Gramm ganz kalte Butter, 70 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 2 Eigelbe. Und später zum Befüllen noch Marmelade nach Wahl oder andere Süßigkeiten wie Nutella oder Spekulatiuscreme. Die kalte Butter, die solltet ihr vorher in Würfelchen schneiden. Die Butterwürfelchen geben wir dann in eine tiefe Schüssel. Dazu geben wir dann den Vanillezucker und den Zucker, eine Prise Salz und 2 gehäufte Teelöffel Zimt. Das Ganze rühren wir jetzt mit dem Mixer auf ganz niedriger Stufe ganz kurz durch. Vorsicht, es staubt ganz schön. Dann geben wir die 2 Eigelbe dazu und mixen es schön, bis eine cremige, weiche Masse entstanden ist. Das Ganze solltet ihr auf höchster Stufe jetzt so ungefähr für 3 Minuten gut verrühren. Jetzt wechselt ihr von den Rührhaken des Mixers auf die Knethaken und gebt nach und nach das Mehl dazu. Ich gebe es hier auf 2-mal hinzu. Das Ganze jetzt circa für 3 Minuten mit den Knethaken des Mixers gut rühren, so dass nichts mehr von dem Mehl zu sehen ist. Dann sieht der Teig so wie bei mir hier richtig krümelig aus. Und jetzt wird der Teig noch kurz mit der Hand verarbeitet. Einfach einmal kurz mit der Hand schön zusammenkneten, bis eine geschmeidige Masse entstanden ist. Das dauert auch gar nicht so lange, maximal so eine Minute. Man kann sagen, wenn die Schüssel sauber aussieht, dann ist der Teig fertig. Jetzt wickeln wir den Teig in Frischhaltefolie. Ich drücke ihn dazu etwas platt, dann lässt er sich später auch gut verarbeiten. Dann wickle ich ihn gut in die Folie ein und lege ihn für 1 Stunde in den Kühlschrank. Nach einer Stunde Kühlzeit könnt ihr den Teig wieder aus dem Kühlschrank rausnehmen. Und jetzt können wir schon mal die Füllung vorbereiten. Ich verwende hier Spekulatiuscreme, Himbeermarmelade, Erdbeermarmelade und Nutella. Kleiner Tipp von mir, ihr solltet eure Füllung kräftig mit den Löffeln durchrühren, dadurch wird sie cremiger und flüssiger und lässt sich später einfacher in die Engelsaugen einfüllen. Jetzt wickeln wir unseren Teig aus der Frischhaltefolie, lassen ihn aber auf der Frischhaltefolie liegen. Dann teilen wir uns immer gleichmäßige Stückchen ab und formen mit dem Handball eine Kugel. Die Kugeln, die legen wir dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Da der Teig noch sehr kalt ist, lassen sich die Kugeln wirklich sehr leicht zwischen den Handflächen formen. Meist sind die Engelsaugen ja sehr hell, bei uns sind sie jetzt dunkel, weil wir Zimt in den Teig gegeben haben. Der ist allerdings nur optional, aber ich finde, der passt hervorragend in die Weihnachtszeit. Das Blech jetzt mit den Kugeln füllen und Abstand dazwischen lassen. Falls Teig übrig bleibt, legt den zurück in den Kühlschrank. Mein Teig hat ganz genau für ein Blech gereicht. Und jetzt machen wir kleine Löcher in den Teig. Das geht am besten mit dem Holzlöffel. Mit dem Stiel des Holzlöffels macht ihr ein Loch in die Kugel und dreht ihn dann, damit das Loch etwas größer wird.
Am besten haltet ihr die Kugel so ein bisschen mit den Händen fest, damit sie seitlich nicht einreißt. Und wenn es mal schief geht, einfach wieder eine Kugel formen und von vorne beginnen. Achtet nur darauf, dass unten kein Loch entsteht, sonst läuft die Füllung später aus. Zum Füllen meiner Kulleraugen nutze ich einen Spritzbeutel. Meiner ist hier aus Silikon. Ihr könnt aber auch so eine Frischhaltetüte nehmen und unten dann die Spitze abschneiden. Füllt einfach eure Marmelade oder was ihr ausgewählt habt in den Spritzbeutel und füllt damit die Löcher eurer Kugeln auf. Die Löcher, die solltet ihr bis an den Rand füllen. Die Kulleraugen, die könnt ihr jetzt füllen mit was ihr wollt. Ich zum Beispiel nutze hier noch Nutella. Das habe ich vorher gut gerührt, damit es ein bisschen cremiger und flüssiger wird. Das Schöne bei den Engelsaugen hier ist, ganz egal mit was ihr sie füllt, die Backzeit, die bleibt hierbei immer die gleiche. Da könnt ihr sie mit vielen verschiedenen Sachen füllen und alle zusammen im Backofen backen. Mir persönlich schmecken sie am besten mit Marmelade oder mit Spekulatiuscreme. Das passt hervorragend jetzt in die Weihnachtszeit. Wie heißen die Kulleraugen eigentlich in eurer Region? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Die gefüllten Plätzchen, die kommen dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen, so circa für 15 Minuten. Aber so nach 12 Minuten sollte man schon mal vorbeischauen. Sie sollten nicht zu dunkel werden. Meine Kulleraugen waren jetzt 15 Minuten lang im Backofen und wie man sieht, da blubbert sogar noch die Marmelade. Einfach fantastisch. Und die riechen himmlisch nach Zimt. Ihr solltet die Plätzchen jetzt vom Backblech runternehmen und in Ruhe auskühlen lassen. Wenn die Plätzchen ausgekühlt sind, dann könnt ihr sie noch mit Puderzucker bestreuen. Ich bestreue sie sehr gern mit Puderzucker, weil ich einfach finde, dass es dadurch noch weihnachtlicher aussieht. Und hier kommt es jetzt, unser tolles Ergebnis. Super leckere Kulleraugen in einem ganz feinen weißen Kleid gehüllt. Ich hoffe, mein Weihnachtskeksrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim letzten am Sonntag auch wieder mit dabei wärt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis dann. Tschüss.